Hello so Beautifuls! Ich habe 4 Art Deco Mascaras getestet. Der ultimative Langzeittest und Vergleich. Was können jeweils diese 4? Was sind die Unterschiede und was sind die Preise? Und ich trage jetzt übrigens auch eine von diesen 4 Mascaras. Du kannst jetzt mal gut aufpassen und mal schauen, ob du erraten kannst, welches ist. Ich verrate dir am Ende des Videos, welche ich trage und welcher mein absoluter Favorit von diesen 4 ist. Wir starten mit dieser Art Deco Mascara, die Volume Supreme. Sie hat ein flexibles Gummibürstchen, das in der Mitte etwas dünner wird, aber insgesamt sehr breit und dick ist. Und die Borsten sind kurz gehalten und stehen etwas weiter auseinander. Vorne wird sie schmal. Ich finde es sehr einfach, mit den Gummibürstchen zu arbeiten und die Mascara aufzutragen. Die Farbe kommt sehr schnell an die Wimpern und lässt sich wirklich schön gleichmäßig verteilen. Mit der dünneren Spitze vorne lassen sich auch die kurzen Wimpern gut erwischen. Und man kann mit ihr prima aufbauen. Also wenn man nochmal drüber geht mit noch mehr Farbe, lässt sich der Effekt verstärken. Die Wimpern werden dadurch noch dichter. Ich finde auch, dass sie die Wimpern auch noch gut verlängert bzw. sehr schön trennt. Also es ist eine Volumenmascara, die jetzt nicht so patzig, pratschig auf den Wimpern aussieht. Und Spinnenbeinchen bekommt man von ihr, finde ich, auch nicht. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden, weil auch nach einem langen Arbeitstag bröckelt sie nicht runter, verwischt nicht und bleibt an Ort und Stelle und die Wimpern sehen immer noch schön aus. Also deshalb ist das auf jeden Fall ein guter Kauf. Was ich euch nur dazu noch sagen kann, wenn ihr danach sucht oder meinem Link folgt, ich habe euch ja alles wieder rausgesucht. Die gibt es in verschiedenen Designs. Meine kommt jetzt aus einer Limited Edition, deswegen ist sie hier so in Gold-Lila. Manchmal gibt es sie auch mit Leopardenmuster oder auch ganz in Schwarz. Anscheinend funktioniert diese Mascara einfach sehr gut und ist total beliebt, was ich auch verstehen kann, warum das so ist. Und deshalb benutzen sie diese hier gerne in Limited Editions. Aber solange du auf den Namen achtest, ist es immer dieselbe. Und ich werde so oft gefragt, wie ich es schaffe, dass ich so lange Wimpern habe. Mein Geheimnis siehst du in diesem Video. Da habe ich einen Langzeittest gemacht von einem Wimpernserum und das ist das Beste überhaupt. Mascara Nummer 2 ist die Art Deco Twist for Volume. Der Name sagt es schon. Hier lässt sich an der Mascara drehen. So lässt sich das Bürstchen verändern. Die Mascara ist also 2 in 1, Länge und Volumen. Das Bürstchen ist wieder aus Gummi, sieht sehr ähnlich aus zu dem ersten, das ich euch gezeigt habe. Mit dem Unterschied, dass die Borsten vorne kürzer sind und nach hinten immer länger werden. Das erzeugt dann auch den Effekt der absoluten Länge und noch getrenntere Wimpern als bei der ersten. Wenn man jetzt an dem hinteren Teil dreht, dann wird das Bürstchen zusammengezogen. Es kriegt so eine kleine Welle hinein und das ist absolut super für viel Volumen. Volumenbürstchen sind ja immer etwas dicker und haben dichtere Borsten und das wird durch diese Drehung, durch den Twist hier erzeugt. Du kannst sie auch im gedrehten Modus wieder hineingeben in ihren Behälter und verschließen, also ist ganz egal. Sie muss nicht wieder zurückgedreht werden. Sie passt in beiden Varianten. Ich habe jetzt zuerst eine Schicht aufgetragen mit dem dünnen Bürstchen für viel Länge. Du siehst, wie schön getrennt die Wimpern sind und wie es auch ein natürlicher Look ist. Dann drehe ich und tusche jetzt nochmal eine zweite Schicht drüber, dass wir mal sehen, wie viel Volumen dabei rauskommt. Und ich finde, der Effekt ist wirklich extrem toll. Auch mit dieser Mascara kannst du mehrere Schichten auftragen. Du kannst richtig aufbauen. Also möchtest du jetzt noch mehr Volumen, machst du noch eine dritte Schicht mit dem gedrehten Bürstchen oder möchtest du, dass sie nochmal verlängert werden, dann zurückdrehen und mit dem dünnen, langen Bürstchen nochmal drüber kämmen. Wow, ich finde das Ergebnis wirklich extrem gut mit dieser Mascara und auch da im Langzeittest, sie bestreitet den Alltag absolut gut. Genauso gut oder noch besser wie die erste. Kein Bröckeln, kein Verschmieren, kein Nachlassen der Schwärze über den ganzen Tag hinweg und deswegen bin ich ein absoluter Fan von dieser Twist Mascara. Du fragst dich jetzt vielleicht, was die beiden kosten, kannst entweder meinen Links folgen oder ich sag's dir gleich im Anschluss. Die dritte im Test ist die All-in-One. Das ist so die absolute Basic- und Alleskönner Mascara von Art Deco. Das sind diesmal keine Gummiborsten, sondern normale. Wir sehen, sie ist nicht so lang, vorne etwas schmaler als hinten, aber insgesamt sind die Borsten etwas dichter wie bei den anderen beiden. Das fällt schon mal auf. Sie lässt sich auch super angenehm auftragen und nach der ersten Schicht, was soll ich sagen, ein krasses Ergebnis. Lang und voluminös, also beides tatsächlich und so super getrennte Wimpern, sogar noch besser als bei den ersten beiden, finde ich. Auch hier lässt sich aufbauen und eine zweite Schicht nochmal hinaufgeben, das habe ich gemacht. Allerdings verändert sich da der Effekt nicht mehr so krass wie bei den anderen. Bei der Twist kann man so von natürlich zu extrem krass False Lash Effekt tuschen und hier bleibt der Effekt so relativ gleich. Das Einzige, sie leidet ein bisschen, die Wimpern sind dann nicht mehr so getrennt nach der zweiten Schicht. Aber ich finde dennoch das Ergebnis super toll gelungen und die Schwärze ist phänomenal, also wie sie die Wimpern komplett durchschwärzt. Ich tusche ja immer von unten und trotzdem sehen sie oben auch super geschwärzt aus. Ich denke, das liegt an der Art der Borsten, die gelangen einfach besser durch die Wimpern hindurch, also wie ein Kamm, als die Gummiborsten. Die dritte ist die Angel Eyes Mascara
Hier habe ich die Ausführung Waterproof. Ich habe auch gesehen, dass es sie ohne Waterproof auch gibt. Die ersten 3, die ich dir gezeigt habe, waren ja alle nicht wasserfest. Das Bürstchen sieht ganz anders aus als bei den anderen. Vorne viel dünner. Und dann haben wir so Twistborsten, also wie als ob die drumherum gewickelt sind. Und in dem hinteren Viertel sind sie viel länger und werden dann wieder kürzer. Da könnte man denken, ja, Angel Eyes, weil sie hinten mehr Volumen bekommen, also der hintere Teil der Wimpern als vorne. Beim Auftragen bei der ersten Schicht habe ich mir allerdings ganz schön schwer getan, weil nicht so viel Farbe ankommt. Also ich musste da einige Male drüber gehen. Das Ergebnis sieht dann natürlich aus, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht mit diesem Cat Eye Wing nach hinten. Und sie trennt auch die Wimpern nicht so schön. Länge kommt auch nicht so rüber. Also alles in allem ist das nicht der Sieger von meinem Test. Und ich muss auch sagen, dass sie nach längerem Tragen etwas gebröckelt hat. Es kann jetzt sein, dass es an der Waterproof-Ausführung der Mascara liegt, dass es in der normalen vielleicht besser wäre, weiß ich nicht. Wenn ihr Erfahrung habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Die ist auf jeden Fall bei mir Platz 4 und gewinnt hier diesen Test schon mal nicht. Die Kosten für die 4 Mascaras sind alle relativ gleich. Finde ich überraschend, weil sie ja doch sehr unterschiedlich sind und von unterschiedlicher Qualität. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass es hier Preisabstufungen gibt. Aber du wirst es sehen, ich habe dir die Links herausgesucht. Keine großen Preissprünge. Und jetzt bist du gespannt, welche Mascara ich heute trage. Und vielleicht hast du schon erraten, es ist die Twist for Volume Mascara. Und ich habe 2 Schichten davon aufgetragen und liebe das Ergebnis so sehr. Sie ist mein absoluter Favorit aus dem Test. Platz 2 bildet die All-in-One Mascara. Platz 3 geht an die Volume Supreme Mascara und Platz 4, habe ich ja schon gesagt, ist leider die Angel Eyes. Und um den Look heute abzurunden, habe ich mich dafür entschlossen, meine Lippen etwas dunkler zu schminken. Außen habe ich einen hellen Lip Liner und innen etwas dunkleres. Verlinke ich dir auch mal die Produkte. Ich liebe den Look von hell außen zu dunkel innen, denn das sorgt für vollere Lippen. Und was ich noch für vollere Lippen mache und darauf schwöre, denn dadurch sind meine Lippen viel schöner geworden, zeige ich dir in diesem Video. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Ciao.